Guten Tag an alle. Willkommen zurück bei Wow Spoken German. Ich bin Peter und heute haben wir ein wirklich spannendes Thema für euch. Adele, bist du bereit? Hallo zusammen. Ja, Peter, ich bin sehr aufgeregt. Heute sprechen wir über unsere Träume und Ziele. Wir fragen uns, wo wollen wir in einem Jahr sein? Was ist euer größter Traum für das nächste Jahr, liebe Zuhörer? Das ist eine tolle Frage, Adele. Weißt du, ich denke oft darüber nach. In einem Jahr möchte ich an einem ganz anderen Ort in meinem Leben sein. Nicht nur körperlich, sondern auch mental und emotional. Oh, das klingt sehr interessant. Erzähl mir mehr, Peter. Was genau stellst du dir vor? Wo siehst du dich in einem Jahr? Nun, zuerst möchte ich ehrlich sein. Im Moment fühle ich mich ein bisschen festgefahren. Jeden Tag gehe ich zur Arbeit, komme nach Hause, esse Abendessen, schaue Fernsehen und gehe schlafen. Es ist immer dasselbe. Ich verstehe das so gut. Viele Menschen fühlen sich so. Es ist wie ein Hamsterrad, nicht wahr? Man läuft und läuft, aber kommt nie wirklich irgendwo hin. Genau, ein Hamsterrad. Das ist das perfekte Wort dafür. Aber weißt du was? Ich habe beschlossen, dass sich das ändern muss. In einem Jahr möchte ich ein komplett anderes Leben führen. Das ist mutig, Peter. Ich bewundere das. Aber sag mir, was bedeutet ein anderes Leben für dich? Was möchtest du konkret ändern? Okay, lass mich dir meine Vision erzählen. In einem Jahr möchte ich in einer kleinen Stadt am Meer leben. Nicht in der großen Stadt wie jetzt. Ich möchte jeden Morgen aufwachen und das Meer hören. Wow, das klingt wie ein Traum. Am Meer leben ist wunderschön. Aber Peter, hast du keine Angst vor so einer großen Veränderung? Das ist doch ein riesiger Schritt. Natürlich habe ich Angst. Ich wäre verrückt, wenn ich keine Angst hätte. Aber weißt du, was noch schlimmer ist als Angst? Bereuen. In 10 Jahren nicht zu wissen, was passiert wäre, wenn ich es versucht hätte. Das ist so wahr. Und liebe Zuhörer, habt ihr auch solche Träume? Gibt es etwas, das ihr schon lange machen wollt, aber Angst habt? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, bitte teilt eure Gedanken mit uns. Aber Adele, lass mich dir mehr erzählen. Am Meer zu leben ist nur der Anfang. Ich möchte auch meinen Job wechseln. Deinen Job wechseln? Aber du arbeitest doch schon seit 8 Jahren in derselben Firma. Das ist eine große Entscheidung. Was möchtest du stattdessen machen? Ich weiß, es klingt verrückt. Aber ich bin müde von meinem Bürojob. Jeden Tag sitze ich vor dem Computer von 9 bis 17 Uhr. Ich sehe kaum die Sonne. Ich spreche kaum mit echten Asian Menschen. Das klingt wirklich nicht sehr erfüllend. Aber was ist deine Alternative? Hast du schon einen Plan? Ja, ich habe nachgedacht. Ich möchte ein kleines Café eröffnen, direkt am Strand. Stell dir das vor. Ein gemütliches Café mit Blick auf das Meer, wo Menschen kommen, Kaffee trinken, sich entspannen und miteinander reden. Oh, Peter, das klingt absolut wunderbar. Ich kann es mir schon vorstellen. Die Menschen sitzen draußen, die Sonne scheint, die Wellen rauschen im Hintergrund. Aber hast du Erfahrung mit einem Café? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe keine Erfahrung. Aber ich habe Leidenschaft. Und ich bin bereit zu lernen. Ich habe schon angefangen, Bücher über Geschäftsführung zu lesen. Leidenschaft ist wichtig, sehr wichtig sogar. Aber sag mir, wie willst du das alles finanzieren? Ein Café zu eröffnen kostet viel Geld, oder? Du hast recht, es ist teuer. Deshalb spare ich jetzt schon. Jeden Monat lege ich Geld zur Seite. Ich kaufe weniger unnötige Dinge. Ich koche mehr zu Hause, anstatt im Restaurant zu essen. Das ist sehr vernünftig. Kleine Schritte sind wichtig. Und wie viel hast du schon gespart? Bis jetzt habe ich etwa 12.000 Euro gespart. Das ist nicht genug für alles, aber es ist ein Anfang. In einem Jahr hoffe ich, 25.000 Euro zu haben. Das ist beeindruckend, Peter. Du nimmst das wirklich ernst. Aber erzähl mir, wie sieht ein typischer Tag in deinem neuen Leben aus? In einem Jahr, wenn du dein Café am Meer hast? Oh, ich habe mir das so oft vorgestellt. Ich wache früh auf, vielleicht um 6 Uhr morgens. Ich mache einen Spaziergang am Strand, atme die frische Meeresluft ein. Das klingt schon viel besser als ein Wecker um 7 Uhr und sofort zur U-Bahn rennen. Viel besser. Dann komme ich zurück und öffne mein Café um 8 Uhr.
Die ersten Kunden sind die Einheimischen. Sie kennen mich schon. Sie sagen, Guten Morgen, Peter. Wie immer, bitte. Ich liebe diese Vorstellung, eine Gemeinschaft zu haben, wo jeder jeden kennt. Das fehlt in großen Städten oft, nicht wahr? Absolut. In meiner jetzigen Stadt kenne ich nicht einmal meine Nachbarn. Aber in meinem neuen Leben in einem Jahr möchte ich Teil einer echten Gemeinschaft sein. Das ist ein wunderschönes Ziel. Und was noch? Was machst du den ganzen Tag in deinem Café? Nun, ich mache Kaffee, natürlich. Aber nicht nur das. Ich spreche mit den Menschen. Ich höre ihre Geschichten. Vielleicht backe ich auch frische Kuchen jeden Morgen. Kannst du denn backen, Peter? Das hast du mir nie erzählt. Noch nicht sehr gut. Aber das ist etwas, das ich lernen möchte. Meine Großmutter war eine fantastische Bäckerin. Sie hatte ein Rezeptbuch, ich habe es zu Hause gefunden. Oh, das ist so schön. Ihre Rezepte zu verwenden, würde bedeuten, dass ein Teil von ihr in deinem neuen Leben weiterlebt. Liebe Zuhörer, habt ihr auch besondere Erinnerungen an eure Großeltern? Teilt sie mit uns. Ja, bitte erzählt uns davon. Meine Großmutter war sehr wichtig für mich. Und weißt du, Adele, ihr Apfelkuchen war legendär. Alle in der Familie liebten ihn. Dann musst du diesen Apfelkuchen in deinem Café servieren. Stell dir vor, Peters legendärer Apfelkuchen. Die Menschen werden von überall kommen, um ihn zu probieren. Das wäre ein Traum. Aber lass mich dir noch mehr über meinen Tag erzählen. Am Nachmittag, wenn das Café ruhiger wird, möchte ich Zeit haben für mich selbst. Zeit für dich selbst? Was möchtest du in dieser Zeit machen? Ich möchte Dinge tun, für die ich jetzt keine Zeit habe. Vielleicht male ich. Ich habe als Kind gerne gemalt, aber dann hatte ich nie mehr Zeit dafür. Malen? Das wusste ich nicht. Was würdest du malen wollen? Das Meer natürlich. Die Wellen, die Boote, die Möwen. Jeden Tag sieht das Meer anders aus. Manchmal ist es ruhig und blau, manchmal wild und grau. Das klingt wunderschön, Peter. Und vielleicht könntest du deine Gemälde sogar in deinem Café ausstellen. Lokale Kunst ist immer sehr beliebt bei Touristen. Das ist eine brillante Idee. Ich habe daran noch nicht gedacht. Siehst du, Adele, das ist, warum es gut ist, über seine Träume zu sprechen. Andere Menschen geben dir neue Ideen. Genau. Und deshalb lieben wir es, mit euch, unseren Zuhörern, zu sprechen. Eure Kommentare geben uns auch immer neue Perspektiven. Also, schreibt uns eure Gedanken. Auf jeden Fall. Aber weißt du, Adele, es gibt noch etwas sehr Wichtiges in meinem Plan für das nächste Jahr. Oh, was ist das? Erzähl mir. Ich möchte gesünder leben. Viel gesünder als jetzt. Im Moment sitze ich den ganzen Tag. Ich bewege mich kaum. Ich esse oft Fastfood, weil ich zu müde bin zum Kochen. Das ist bei vielen Menschen so. Die moderne Arbeitswelt macht es schwer, gesund zu bleiben. Aber was ist dein Plan? Am Meer zu leben wird mir helfen. Jeden Morgen möchte ich schwimmen, gehen. Stell dir vor, jeden Tag im Meer schwimmen. Sogar im Winter? Das Meer ist doch kalt im Winter. Ja, sogar im Winter. Weißt du, kaltes Wasser ist sehr gut für die Gesundheit. Es stärkt das Immunsystem und es macht wach. Besser als jeder Kaffee. Mutig. Sehr mutig. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Aber es zeigt, wie entschlossen du bist. Was noch für deine Gesundheit? Ich möchte jeden Tag frisches Essen kochen. Viel Fisch, natürlich. Frischer Fisch direkt vom Meer. Viel Gemüse vom lokalen Markt. Kein Fastfood mehr. Das klingt lecker und gesund. Und wahrscheinlich auch gut für dein Budget, oder? Frische, lokale Produkte sind oft günstiger als in der Stadt. Genau. Und weißt du, was das Beste ist? Ich möchte auch mehr zu Fuß gehen, kein Auto mehr. In einer kleinen Stadt braucht man kein Auto. Kein Auto. Das würde auch viel Geld sparen. Benzin, Versicherung, Reparaturen. Das alles kostet so viel. Richtig. Und es ist besser für die Umwelt. Ich möchte ein einfacheres, nachhaltigeres Leben führen. Weniger besitzen, aber mehr leben. Weniger besitzen, aber mehr leben. Das ist eine wunderschöne Philosophie, Peter. Ich denke, viele Menschen fühlen sich von ihren Besitztümern belastet. Absolut. Ich habe so viele Dinge in meiner Wohnung, die ich nie benutze. Bücher, die ich nie lese, Kleidung, die ich nie trage, Elektronik, die ich nicht brauche. Und was wirst du mit all diesen Dingen machen?
Ich habe schon begonnen, sie zu verkaufen oder zu spenden. Jeden Monat werde ich etwas los. In einem Jahr, wenn ich umziehe, möchte ich nur die wichtigsten Dinge mitnehmen. Das ist minimalistisch. Ich bewundere das. Aber sag mir, Peter, hast du manchmal Zweifel? Gibt es Momente, wo du denkst, vielleicht ist das alles ein Fehler? Oh ja, natürlich habe ich Zweifel. Besonders nachts, wenn ich nicht schlafen kann, dann denke ich, was, wenn das Café nicht funktioniert, was, wenn ich mein ganzes Geld verliere? Diese Ängste sind völlig normal. Jeder, der etwas Großes wagen will, hat solche Gedanken. Wie gehst du damit um? Ich erinnere mich daran, warum ich das machen will. Ich frage mich, will ich in 5 Jahren immer noch im Büro sitzen und mir wünschen, ich hätte es versucht? Und die Antwort ist immer nein, richtig? Immer nein. Und dann fühle ich mich besser. Ich erinnere mich auch daran, dass es nicht um Perfektion geht. Es geht darum, ein Leben zu leben, das ich liebe. Das ist eine gesunde Einstellung. Und was sagen deine Freunde und Familie zu deinen Plänen? Oh, das ist interessant. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Manche Freunde sind begeistert. Sie sagen, wow, Peter, das ist mutig. Ich wünschte, ich hätte deinen Mut. Und andere sind skeptisch? Ja, sehr skeptisch. Manche sagen, Peter, das ist verrückt. Du hast einen sicheren Job. Warum willst du alles riskieren? Was, wenn du scheiterst? Wie fühlst du dich, wenn Menschen das sagen? Am Anfang hat es mich verletzt. Ich dachte, warum können Sie mich nicht unterstützen? Aber dann habe ich verstanden, Sie haben Angst für mich, weil Sie mich lieben. Das ist eine reife Perspektive. Und deine Familie? Was sagt deine Familie? Meine Mutter war zuerst sehr besorgt. Sie ist eine vorsichtige Person. Sie mag keine Risiken. Aber nach vielen Gesprächen versteht sie es besser. Was hast du zu ihr gesagt, um sie zu überzeugen? Ich habe ihr erklärt, dass ich nicht glücklich bin. Dass ich jeden Morgen mit einem schweren Gefühl aufwache, dass ich mehr vom Leben will. Und als Mutter will sie, dass ich glücklich bin. Natürlich. Alle Eltern wollen, dass ihre Kinder glücklich sind. Und dein Vater? Mein Vater ist anders. Er ist ein Träumer wie ich. Er sagte, mach es, Peter. Du bist jung. Wenn denn nicht jetzt, wann dann? Das ist wunderbar. Es ist so wichtig, Menschen zu haben, die an uns glauben. Liebe Zuhörer, habt ihr Menschen in eurem Leben, die eure Träume unterstützen? Oder habt ihr manchmal das Gefühl, dass niemand euch versteht? Ja, das würde mich auch interessieren. Und wisst ihr, Adele, ich habe auch angefangen, neue Leute zu treffen, die ähnliche Träume haben. Wirklich? Wo hast du diese Menschen gefunden? Online. Es gibt Gruppen für Menschen, die ihr Leben ändern wollen. Menschen, die ihren Job kündigen und etwas Neues anfangen. Wir teilen unsere Erfahrungen und unterstützen uns gegenseitig. Das ist fantastisch. Eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten kann so wertvoll sein. Was hast du von diesen Menschen gelernt? So viel. Ich habe gelernt, dass ich nicht allein bin. Viele Menschen fühlen sich festgefahren. Viele träumen von einem anderen Leben, aber nur wenige haben den Mut, etwas zu ändern. Und du bist einer dieser mutigen Menschen. Aber sag mir, Peter, was ist, wenn dein Plan nicht funktioniert? Hast du einen Plan B? Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe darüber nachgedacht. Wenn das Café nicht funktioniert, kann ich immer wieder einen normalen Job finden. Du denkst, das wäre einfach? Vielleicht nicht einfach, aber möglich. Ich habe Erfahrung. Ich habe Qualifikation. Und weißt du was? Selbst wenn ich scheitere, habe ich es versucht. Ich habe gelebt. Ich finde diese Einstellung bewundernswert. Viele Menschen machen nichts, weil sie Angst vor dem Scheitern haben. Aber Scheitern ist oft der beste Lehrer. Genau. Und außerdem, was ist Scheitern wirklich? Ist es nicht schlimmer, nie zu versuchen? Ich denke, das wahre Scheitern ist, seine Träume aufzugeben, ohne es jemals zu versuchen. Wunderschön gesagt. Und jetzt möchte ich dich etwas fragen. Wie wird dein typischer Abend aussehen, in einem Jahr, in deinem neuen Leben? Oh, meine Abende. Die stelle ich mir besonders schön vor. Das Café schließt um 18 Uhr. Dann mache ich sauber, bereite alles für den nächsten Tag vor. Und dann? Dann gehe ich nach Hause. Ich wohne in einer kleinen Wohnung, nur 5 Minuten zu Fuß vom Café. Ich kann das Meer von meinem Fenster sehen. Ein Fenster mit Meerblick. Das ist der Traum vieler Menschen.
Ich weiß. Jeden Abend sitze ich auf meinem Balkon und schaue den Sonnenuntergang an. Das Meer reflektiert die Farben Orange, Rosa, Lila. Das klingt wie aus einem Film. Und was machst du dann? Ich koche ein einfaches, gesundes Abendessen. Vielleicht gegrillten Fisch mit Salat, ein Glas Wein, dann lese ich ein Buch oder höre Musik. So friedlich, so anders als dein jetziges Leben, wo du wahrscheinlich erschöpft vor dem Fernseher sitzt. Genau. Und weißt du was? Ich möchte auch neue Hobbys beginnen. Vielleicht lerne ich ein Musikinstrument. Ich habe immer Gitarre spielen wollen. Gitarre. Das passt perfekt zu einem Leben am Meer. Du könntest am Strand spielen. Das habe ich mir auch vorgestellt. Vielleicht spiele ich manchmal Live-Musik in meinem Café. Lokale Musiker könnten kommen und auftreten. Oh, das würde dein Café noch spezieller machen. Ein Ort nicht nur für Kaffee, sondern für Gemeinschaft, Kunst und Musik. Ja, ich möchte, dass mein Café ein Treffpunkt wird. Ein Ort, wo interessante Dinge passieren, wo Menschen Freundschaften schließen. Ich liebe diese Vision so sehr, Peter. Es ist nicht nur ein Geschäft für dich. Es ist ein Lebensstil. Es ist eine komplette Transformation. Genau das ist es. Und weißt du, Adele, je mehr ich darüber spreche, desto realer fühlt es sich an. Desto mehr glaube ich, dass es möglich ist. Das ist die Kraft des Aussprechens. Wenn wir unsere Träume laut sagen, werden sie greifbarer. Deshalb ist es so wichtig, über unsere Ziele zu sprechen. Absolut. Und ich möchte unseren Zuhörern sagen, sprecht über eure Träume. Schreibt sie auf, teilt sie mit Menschen, denen ihr vertraut. Ja! Und liebe Zuhörer, wir wollen eure Träume auch hören. Was ist euer größtes Ziel für das nächste Jahr? Schreibt es in die Kommentare. Aber Adele, jetzt bin ich neugierig. Wir haben so viel über mich gesprochen. Was ist mit dir? Wo möchtest du in einem Jahr sein? Oh, du stellst mir die gleiche Frage. Nun, mein Traum ist anders als deiner, aber auch sehr wichtig für mich. Erzähl mir, ich möchte alles hören. Okay, in einem Jahr möchte ich fließend 3 Sprachen sprechen. Im Moment spreche ich Deutsch und Englisch gut. Aber ich lerne auch Spanisch. Spanisch, das ist wunderschön. Warum Spanisch? Ich habe letztes Jahr eine Reise nach Spanien gemacht. Die Kultur, die Menschen, das Essen, alles hat mich verzaubert. Aber ich konnte nicht richtig kommunizieren. Und das hat dich frustriert? Sehr. Ich möchte die Sprache sprechen, wenn ich reise. Ich möchte mit Einheimischen sprechen, ihre Geschichten hören, ihre Kultur wirklich verstehen. Das ist ein wunderschönes Ziel. Sprachen öffnen Türen zu neuen Welten. Wie lernst du? Jeden Tag lerne ich mindestens 1 Stunde. Ich benutze Apps. Ich schaue spanische Filme. Ich höre spanische Musik. Und ich habe einen Tandempartner aus Mexiko. Ein Tandempartner, das ist effektiv. Ihr helft euch gegenseitig, richtig? Genau. Ich helfe ihr mit Deutsch. Sie hilft mir mit Spanisch. Wir sprechen 2-mal pro Woche online. Es ist nicht nur Lernen. Wir sind auch Freunde geworden. Das ist das Schöne am Sprachenlernen. Es verbindet Menschen aus der ganzen Welt. Und was noch? Gibt es andere Ziele? Ja, ich möchte auch mehr schreiben. Ich habe immer davon geträumt, ein Buch zu schreiben. Ein Buch? Worüber? Über Geschichten von Menschen aus verschiedenen Ländern. Ihre Träume, ihre Kämpfe, ihre Erfolge. Ich möchte zeigen, dass wir alle ähnlich sind, egal wo wir herkommen. Das ist ein kraftvolles Thema und perfekt für jemanden, der Sprachen liebt. Du könntest mit Menschen in ihren eigenen Sprachen sprechen. Genau mein Gedanke. In einem Jahr möchte ich mindestens 20 Interviews gemacht haben. Und dann beginne ich, das Buch zu schreiben. Das ist so inspirierend, Adele. Siehst du, wir haben beide große Träume. Unterschiedlich, aber beide bedeutungsvoll. Und das ist die Botschaft, die wir heute unseren Zuhörern mitgeben wollen. Jeder Traum ist wertvoll. Es spielt keine Rolle, wie groß oder klein er ist. Richtig. Manche Menschen träumen davon, ein Café zu eröffnen. Andere träumen davon, ein Buch zu schreiben. Andere vielleicht davon, eine neue Sprache zu lernen oder eine Reise zu machen. Oder eine Familie zu gründen. Oder einen Marathon zu laufen. Oder eine neue Fähigkeit zu erlernen.
Es gibt so viele Möglichkeiten. Und das Wichtigste ist, anzufangen. Nicht in einem Jahr, nicht nächsten Monat, heute. Absolut. Kleine Schritte führen zu großen Veränderungen. Wenn du ein Ziel hast, mache heute einen kleinen Schritt darauf zu. Wenn dein Traum ist, am Meer zu leben, recherchiere heute kleine Städte am Meer. Wenn dein Traum ist, eine Sprache zu lernen, lerne heute 5 neue Wörter. Wenn dein Traum ist, gesünder zu leben, mache heute einen Spaziergang. Wenn dein Traum ist, zu schreiben, schreibe heute eine Seite. Seht ihr, liebe Zuhörer, es ist nicht kompliziert. Es braucht nur Entschlossenheit und Konsistenz. Und Geduld. Große Träume brauchen Zeit. Ein Jahr mag lang erscheinen, aber es vergeht schneller, als wir denken. Das ist wahr. Ich kann nicht glauben, dass ich schon seit 6 Monaten spare und plane. Die Zeit fliegt. Und in 6 weiteren Monaten wirst du deinem Traum noch näher sein. Vielleicht hast du schon einen Ort gefunden. Vielleicht hast du schon einen Namen für dein Café. Eigentlich habe ich schon über Namen nachgedacht. Ich dachte an etwas wie Meeresblick oder Wellencafé. Oh, das sind schöne Namen. Obwohl, weißt du was? Vielleicht kommt der perfekte Name zu dir, wenn du dort bist. Wenn du das Meer jeden Tag siehst. Du hast wahrscheinlich recht. Manche Dinge kann man nicht planen. Man muss sie fühlen, erleben. Und das ist auch eine wichtige Lektion. Wir können planen und vorbereiten. Aber wir müssen auch flexibel bleiben. Das Leben überrascht uns oft. Sehr wahr. Vielleicht wird mein Café ganz anders, als ich denke. Vielleicht treffe ich Menschen, die meine Pläne verändern. Vielleicht entdecke ich neue Leidenschaften. Und das ist das Aufregende am Leben. Wir wissen nie genau, was passieren wird. Aber wenn wir unseren Träumen folgen, passieren oft wunderbare Dinge. Adele, ich bin so dankbar für dieses Gespräch. Es hat mir geholfen, meine Gedanken zu klären und ich hoffe, es hilft auch unseren Zuhörern. Ich bin auch dankbar, Peter. Und ja, ich hoffe wirklich, dass dieses Gespräch jemanden inspiriert. Vielleicht sitzt gerade jetzt jemand zu Hause und denkt, ja, ich kann das auch. Das wäre wundervoll. Und weißt du was? Wenn das passiert, wenn auch nur eine Person inspiriert wird, dann war dieses Gespräch ein Erfolg. Absolut. Und liebe Zuhörer, wir möchten wirklich von euch hören. Was sind eure Träume? Was hält euch zurück? Was ist euer erster Schritt? Ja, schreibt uns in die Kommentare. Wir lesen jeden einzelnen Kommentar. Eure Geschichten sind wichtig für uns. Und vielleicht können wir in einem zukünftigen Podcast über eure Träume sprechen. Wir würden das lieben. Auf jeden Fall. Und vielleicht in einem Jahr können wir ein Update-Gespräch machen. Ich kann euch erzählen, ob ich wirklich am Meer bin. Oh, das wäre fantastisch. Ich freue mich schon darauf. Ich werde dich besuchen in deinem Café am Meer. Du bist jederzeit willkommen. Der erste Kaffee geht aufs Haus und ein Stück Apfelkuchen natürlich. Ich nehme dich beim Wort. Und in einem Jahr werde ich dir auch von meinem Buch erzählen. Vielleicht habe ich schon die ersten Kapitel geschrieben. Ich bin sicher, du wirst es schaffen. Du bist so talentiert und engagiert. Dein Buch wird Menschen inspirieren. Danke, Peter. Das bedeutet mir viel. Und ich glaube auch an dich und deinen Kaffeetraum. Wisst ihr, liebe Zuhörer, das ist noch ein wichtiger Punkt. Wir brauchen Menschen, die an uns glauben. Menschen, die uns ermutigen, wenn wir zweifeln. So wahr. Und manchmal sind diese Menschen nicht unsere Familie oder alte Freunde. Manchmal sind es neue Menschen, die wir treffen, wenn wir unseren Träumen folgen. Genau. Ich habe zum Beispiel letzte Woche einen Mann getroffen, der vor 3 Jahren sein eigenes Restaurant eröffnet hat. Er hat mir so viele wertvolle Tipps gegeben. Das ist wunderbar, siehst du? Wenn wir über unsere Träume sprechen, finden wir Mentoren und Unterstützer. Was hat er dir gesagt? Er sagte mir, die ersten 6 Monate werden hart sein. Sehr hart. Es wird Tage geben, wo du aufgeben willst, aber nach 6 Monaten wird es besser. Das ist ehrlich und hilfreich. Viele Menschen sprechen nur über den Erfolg, nicht über die schwierigen Zeiten. Richtig, und er sagte auch, spare mehr Geld, als du denkst, dass du brauchst. Es gibt immer unerwartete Kosten. Guter Rat. Deshalb ist es so wichtig, mit Menschen zu sprechen, die schon da waren, wo wir hinwollen. Absolut. Und er lud mich ein, ihn in seinem Restaurant zu besuchen.
Er will mir zeigen, wie alles funktioniert. Ist das nicht großzügig? Sehr großzügig. Siehst du, Peter? Das Universum unterstützt dich schon. Wenn du entschlossen bist, öffnen sich Türen. Das fühle ich auch. Jeden Tag passiert etwas Kleines, das mir zeigt, du bist auf dem richtigen Weg, Tjanvi. Und liebe Zuhörer, achtet auf diese Zeichen in eurem eigenen Leben. Wenn ihr einen Traum habt und anfangt, darauf hinzuarbeiten, werden Dinge passieren. Ja, vielleicht trefft ihr jemanden, der euch helfen kann. Vielleicht findet ihr ein Buch, das genau die Antworten hat, die ihr braucht. Vielleicht bekommt ihr eine Idee zur perfekten Zeit. Das nennt man Synchronizität. Wenn wir auf etwas fokussiert sind, bemerken wir Möglichkeiten, die schon immer da waren. Genau. Und weißt du, Adele, ich habe auch gelernt, dass es wichtig ist, dankbar zu sein. Jeden Tag schreibe ich 3 Dinge auf, für die ich dankbar bin. Oh, ein Dankbarkeitstagebuch. Das ist eine wunderbare Praxis. Was hast du heute geschrieben? Heute bin ich dankbar für meine Gesundheit, für dieses Gespräch mit dir und für die Sonne, die heute scheint. Das ist schön. Dankbarkeit verändert unsere Perspektive, nicht wahr? Selbst an schwierigen Tagen gibt es Dinge, für die wir dankbar sein können. Absolut. Und es hilft mir, positiv zu bleiben. Wenn ich an mein neues Leben denke, fühle ich Aufregung, nicht nur Angst. Das ist der richtige Geist. Und jetzt, liebe Zuhörer, bevor wir unser Gespräch beenden, möchte ich euch eine Herausforderung geben. Eine Herausforderung? Das klingt spannend. Was ist es? Ich möchte, dass jeder, der uns zuhört, heute einen Schritt macht. Einen kleinen Schritt in Richtung ihres Traums. Egal wie klein. Das ist eine fantastische Idee. Und dann schreibt uns in die Kommentare, was ihr gemacht habt. Wir wollen's wissen. Ja, erstellt Verantwortlichkeit. Wenn ihr es aufschreibt, wenn ihr es mit uns teilt, ist es real. Ihr habt begonnen. Und in einem Jahr können wir alle zurückschauen und sehen, wie weit wir gekommen sind. Stellt euch vor. Ich stelle es mir schon vor. Peter in seinem Café am Meer, ich mit meinem Buch und ihr alle mit euren eigenen Erfolgsgeschichten. Das wird ein wunderbarer Tag sein. Und wisst ihr was? Wir werden es feiern. Zusammen. Als Gemeinschaft. Absolut. Denn das sind wir. Eine Gemeinschaft von Träumern, Lernenden und Menschen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Perfekt gesagt, Adele. Und damit, liebe Zuhörer, kommen wir zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Vergisst nicht, wo möchtet ihr in einem Jahr sein? Denkt darüber nach, schreibt es auf, macht einen Plan und fangt heute an. Wir glauben an euch. Jeder einzelne von euch hat das Potenzial, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Danke, dass ihr heute bei uns wart. Danke fürs Zuhören, fürs Lernen und hoffentlich fürs Teilen in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Macht weiter mit eurem Deutsch, verfolgt eure Träume und lebt das Leben, das ihr euch wünscht. Tschüss und viel Erfolg auf eurer Reise. Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Auf Wiederhören.